WM 16. Finale Deutschland gegen Paraguay. Jetzt beginnt die K.O.-Runde. Wer verliert, fährt nach Hause. Wird DFB-Trainer Julian Nagelsmann nach der 1:2 Niederlage gegen Ecuador seine Startelf verändern? Hallo liebe Deutschland-WM-Fans, am Montag steigt das K.O.-Spiel Deutschland gegen Paraguay. Und mit welcher Aufstellung Deutschland in dieses wichtige Spiel gehen könnte, schauen wir uns heute ausführlich an. Und ja, in meiner möglichen Deutschland-Aufstellung wird es einige Veränderungen geben. Lasst uns am besten sofort anfangen. Aber vorher interessiert mich natürlich eure Meinung. Wie lautet euer WM-Tipp für Deutschland gegen Paraguay? Und ja, schreibt mir unbedingt auch eure mögliche DFB-Startelf in die Kommentare. Gut, dann starten wir direkt mit meiner möglichen Nagelsmann-Abwehr. Im Tor würde ich ganz klar weiterhin auf Bayern-Keeper Manuel Neuer setzen. Es gab viel Kritik an ihm, gerade beim zweiten Gegentreffer gegen Ecuador. Aber ganz ehrlich, man kann genauso gut sagen, dass der Ball überhaupt nicht erst vor Neuer landen darf. Beziehungsweise der gegnerische Spieler niemals so frei vor dem Tor stehen darf. Also für mich persönlich sollte Manuel Neuer natürlich weiterhin im deutschen WM-Tor stehen. Jetzt ausgerechnet in der K.O.-Phase den Torwart zu wechseln, das wäre für mich keine gute Idee. Als Linksverteidiger würde ich dann natürlich Nathaniel Brown aufstellen, vorausgesetzt er ist wieder zu 100% fit. David Raum hat gegen Ecuador zwar wirklich alles versucht, aber sind wir mal ehrlich, das komplette deutsche Team hatte einfach keinen guten Tag. Dazu bringt Brown über die linke Seite deutlich mehr Geschwindigkeit, mehr Dynamik und auch mehr Torgefahr mit. Ja, und in der Innenverteidigung würde ich tatsächlich 2 Veränderungen vornehmen. Jonathan Tah ist für mich natürlich weiterhin gesetzt. Neben ihn würde ich dann Waldemar Anton vom BVB in die deutsche Startelf nehmen. Anton war einer der besten Dortmunder Spieler der vergangenen Saison. Wenn Waldemar Anton spielt, kann man sich eigentlich immer auf ihn verlassen. Er gehört für mich zu den komplettesten und zweikampfstärksten Innenverteidiger der Bundesliga. Antonio Rüdiger würde ich dafür auf die Rechtsverteidigerposition stellen. Und zwar, anstelle von Joshua Kimmich. Rüdiger hat in seiner Karriere immerhin schon 32 Spiele als Rechtsverteidiger absolviert. Deshalb denke ich, dass diese Position für ihn jetzt keine allzu große Umstellung wäre. Er bringt enorm Physis mit, ist extrem zweikampfstark und gleichzeitig unglaublich schnell. Für die Offensive haben wir vorne genügend Qualität. Rüdiger soll für mich einfach die Defensive noch einmal stabilisieren. Also das wäre zumindest eine Variante für die deutsche Abwehr, die meiner Meinung nach überhaupt nicht schlecht aussehen würde. Klar, man könnte natürlich auch David Raum links spielen lassen und Nathaniel Brown auf die rechte Seite ziehen. Aber Brown ist Linksfuß und Rüdiger Rechtsfuß. Deshalb wäre diese Umstellung für Brown wahrscheinlich deutlicher größer als für Antonio Rüdiger. Deshalb würde meine Deutschlandabwehr gegen Paraguay genau so aussehen. Denn sollten wir ins WM-Achtelfinale einziehen und dort auf Frankreich treffen, dann sollte man meiner Meinung nach dieselbe DFB-Startelf auf dem Platz stehen wie jetzt schon im 16. Finale. Gegen Frankreich noch einmal groß herumexperimentieren, das wäre für mich absolut keine gute Idee. Kommen wir zum Mittelfeld bzw. zu 6er Position. Hier würde ich ebenfalls anders aufstellen. Ich würde auf Joshua Kimmich und natürlich Felix N'Mencha setzen. Kimmich würde dabei den Platz von Alexander Pavlovic übernehmen. Leider ist Pavlovic für mich, obwohl er einer der besten Bayern-Spieler der vergangenen Saison war, bei dieser Weltmeisterschaft noch nicht wirklich angekommen. Natürlich darf man dabei auch nicht vergessen, Pavlovic ist gerade einmal 22 Jahre alt geworden und steht enorm unter Druck, gerade weil er bei Bayern eine überragende Saison gespielt hat. Aber trotzdem, Kimmich ist mit seiner Erfahrung für mich im zentralen Mittelfeld einfach besser aufgehoben als auf der Rechtsverteidigerposition. Und das habe ich übrigens schon in allen meinen Deutschland-Prognosen gesagt. Neben Kimmich würde für mich ganz klar Felix N'Mencha spielen. Gut,
auch Mensah hatte gegen Ecuador sicherlich nicht sein bestes Spiel. Trotzdem hat er gerade in den ersten beiden WM-Gruppenspielen gezeigt, wie stark er wirklich ist. Und ich bin weiterhin davon überzeugt, dass Felix Mensah mit seinem riesigen Potenzial auf dieser zentralen Mittelfeldposition sogar zu den besten Spielern der Welt gehören könnte. Deshalb wären Joshua Kimmich und Felix Mensah für mich aktuell das bestmögliche Duo im zentralen Mittelfeld der deutschen Fußballnationalmannschaft. Beide Spieler, Joshua Kimmich wie auch Felix Mensah, müssen die Ballverteilung im Spielaufbau deutlich besser umsetzen als noch im letzten Spiel. Dazu müssen beide natürlich auch defensiv mitarbeiten und je nach Spielverlauf die Abwehr unterstützen. Gleichzeitig sollen sie aber mit ihren vertikalen Pässen in die gefährlichen Zwischenräume oder mit präzisen Seitenwechseln auf die Außenbahn das deutsche Offensivspiel wieder richtig ankurbeln. So, liebe deutsche WM-Fans, und das hier wäre meine Offensive für das Spiel gegen Paraguay. Vorab muss man natürlich sagen, gerade während eines Spiels tauschen die meisten deutschen Offensivspieler immer wieder ihre Position, um den Gegner zu verwirren. Trotzdem würde ich mit Jamal Musiala auf der linken Außenbahn, Kai Havertz auf der rechten Seite und Florian Wirtz auf der Zehnerposition beginnen. Sind wir ehrlich, wir haben uns alle mehr von Jamal Musiala und Florian Wirtz bei dieser Weltmeisterschaft erwartet. Aber hey, gerade diese beiden Spieler stehen unter einem enormen Erfolgsdruck. Jeder weiß schließlich, was Musiala und Wirtz eigentlich leisten können. Im Normalfall gehören beide auf ihren Positionen zur absoluten Weltklasse. Deshalb würde ich auch gegen Paraguay wieder auf Musiala und Florian Wirtz in die Startelf nehmen. Klar ist aber auch, jetzt muss bei beiden endlich der Knoten platzen und sie müssen ihr wahres Können auf den Platz bringen. Und ganz ehrlich, ob Musiala oder Wirtz auf dem Papier links oder zentral spielen, ist für mich schon fast zweitrangig. Gerade diese beiden tauschen während des Spiels sowieso ständig ihre Positionen. Dazu würde ich Kai Havertz über die rechte Seite kommen lassen und eben nicht als Mittelstürmer auflaufen lassen. Denn Leroy Sané bringt mir persönlich im Offensivspiel einfach zu wenig. Klar, er arbeitet nach hinten mit und das macht er auch wirklich ordentlich. Aber wenn er dann seine Torchancen bekommt, dann fehlt ihm am Ende leider oft die letzte Konsequenz. Da wird Kai Havertz für mich im Offensivspiel deutlich konzentrierter. Immerhin hat Havertz die Rechtsaußenposition in seiner Karriere bereits 53 Mal gespielt und dabei 18 Tore sowie 9 Torvorlagen erzielt. Also spielen kann er diese Position definitiv. Wenn Musiala, Wirtz und Havertz ihr komplettes Potenzial auf den Platz bringen, dann hätten wir hier für mich eine der besten Offensiven dieser Weltmeisterschaft. Aber gerade Musiala und Wirtz müssen das jetzt endlich auch zeigen und am besten direkt ja gegen Paraguay. Und ja, ich würde von Beginn an Deniz Undav im Sturm aufstellen. Mit seinen 3 WM-Toren und 2 Torvorlagen in gerade einmal 86 Spielminuten ist Deniz Undav laut FIFA aktuell sogar der erfolgreichste Spieler dieser Weltmeisterschaft 2026. Klar, Julian Nagelsmann liegt natürlich nicht falsch, wenn er sagt, dass man auch in der zweiten Halbzeit noch einen starken Stürmer von der Bank bringen muss. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, mit Nick Woltemade haben wir ebenfalls noch einen richtig guten Stürmer im WM-Kader. Nur hat er bislang noch keine einzige Sekunde bei dieser Weltmeisterschaft gespielt. Du brauchst aber, genau wie jede andere Nationalmannschaft, auch Stürmer, die bereits in den ersten 45 Minuten Tore erzielen können. Und genau das kann Deniz Undav natürlich auch. Als gelernter Mittelstürmer hat er einfach dieses besondere Gespür dafür, wo ein Ball landen könnte, wie er sich positionieren muss und wann er im richtigen Moment am richtigen Ort steht. Für mich erinnert Deniz Undav in dieser Hinsicht ein kleines bisschen an, Gerd Müller. Gerd Müller ist auch nie besonders viel gelaufen, aber er hat Tore wie am Fließband geschossen. Und genau deshalb gehört Deniz Undav für mich gegen Paraguay in die Startelf. Dann hätte Julian Nagelsmann mit Nick Woltemade immerhin 4 Tore in 6 WM-Qualifikationsspielen immer noch einen echten Mittelstürmer auf der Bank. Klar,
Nur muss man ihn dann auch irgendwann mal spielen lassen. Denn ohne Spielzeit gibt es eben auch keine Tore. Ja, also das hier wäre meine persönliche Deutschland-Aufstellung für das WM-16. gegen Paraguay. Klar ist aber auch, die deutschen Spieler müssen körperlich deutlich robuster auftreten als noch gegen Ecuador. Nur den Ball hin und her schieben oder ständig hinterherlaufen, damit gewinnst du bei einer Weltmeisterschaft keine K.O.-Spiele. Deutschland muss wieder genauso auftreten wie im ersten Gruppenspiel, mit voller Überzeugung in die eigenen Stärken. Denn diese Qualität haben wir nahezu auf jeder einzelnen Position. Mit einem Kopf-hoch-Mentalität auf dem Platz und sich sagen, hey, wir gehören zu den besten Fußballnationen der Welt. Natürlich muss man trotz jedem Gegner mit Respekt begegnen und das gilt selbstverständlich auch für Paraguay. Aber wenn wir ehrlich sind, dann sind wir auf den meisten Positionen einfach besser besetzt. Also lautet mein Motto, Respekt natürlich ja, Angst nein. Natürlich wäre Frankreich im möglichen Achtelfinale noch einmal eine ganz andere Nummer. Gar keine Frage. Aber auch vor Frankreich müssten wir keine Angst haben. Vielleicht einfach mit einer anderen Einstellung in das Spiel gehen. Kommen wir jetzt zu meinem WM-Tipp für das 16. Finale Deutschland gegen Paraguay. Ich tippe auf einen klaren 3:1 Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft. Denn ich glaube fest daran, dass die Mannschaft nach der 1:2 Niederlage gegen Ecuador jetzt die richtige Reaktion zeigen wird. Egal, wer am Ende in der DFB-Startelf stehen wird. Und dann, heißt der nächste Gegner am Samstag höchstwahrscheinlich Frankreich im WM-Achtelfinale gegen Deutschland. Aber noch einmal, natürlich kann auch Paraguay Fußball spielen. Und selbstverständlich muss man vor jedem Gegner Respekt haben. So, liebe Deutschland-WM-Fans, wie lautet euer Tipp für Deutschland gegen Paraguay und wie würde eure DFB-Startelf aussehen? Schreibt mir beides unbedingt unten in die Kommentare. Also dann am Montag alle fest die Daumen drücken, bleibt sportlich und wir sehen uns dann wieder zur nächsten Deutschland-WM-Prognose hier auf Werners Fußballecke. Also bis dann, wir sehen uns. Tschüss.